wir bauen den geilen Sound ein. Heute machen wir die Sache rund für alle, die alles haben wollen. Wesentlich weniger dröhnig, die ganzen Fahrgeräusche ausblenden. Ihr braucht das Ganze nur noch stecken, gerade für autark stehende Wohnmobilisten extrem cool. So. Im letzten Video haben wir euch gezeigt, wie man Subwoofer im Ducato Jumper Boxer ergänzen kann. Einfach nur aufs Autoradio mitklemmen. Und heute machen wir die Sache rund für alle, die alles haben wollen. Das Komplettpaket Sound vom Feinsten zeigen wir euch heute im Detail samt unserer neuen DSP6 Endstufe. Und ich freue mich drauf, euch alles zu zeigen. Los geht's! Für alle, die jetzt sagen, das ist mir immer noch zu wenig, ich möchte jetzt alles haben und zwar die perfekte Soundvariante für meinen Ducato, dass ich auch während der Fahrt maximalen Musikgenuss habe und der Unterschied ist wirklich nochmal richtig deutlich. Deswegen zeigen wir euch in diesem Video die Ergänzung mit unserem neuen Familienmitglied Option DSP6. Das ist eine digitale Soundprozessor gesteuerte Endstufe mit 4x60 Watt RMS-Leistung, mit 6x60 Watt RMS-Leistung. Wir haben also 6 Ausgangskanäle und wir können auch das Ganze so machen, dass wir 4 Ausgangskanäle für Lautsprecher haben und einen für einen Subwoofer. Und jetzt kommen wir schon dazu, der Subwoofer hat dann Kanal 5 und Kanal 6. Beide zusammen sind dann 120 Watt für den Subwoofer, also schon deutlich mehr, als so ein Autoradio jemals leisten wird. Und wir haben, jetzt muss ich fast ein bisschen spicken, ja genau, ich habe mir hier hinten einen Zettel zurechtgelegt, dass ich nichts vergesse, weil es ist, das gute Stück kann ziemlich viel. Und zwar, weil es ein Soundprozessor gesteuerter Verstärker ist, kann ich für jeden einzelnen Kanal, also für vorne links Lautsprecher, vorne rechts Lautsprecher, hinten und für einen Subwoofer, jeweils ein eigenes Sound-Setup machen und sagen, ich stelle den Sound perfekt ein. Das heißt, die Frequenzweiche ist justiert, die Laufzeitkorrektur von den unterschiedlichen Entfernungen zu den Lautsprechern, zu meinem Ohr, sind korrigiert. Wir haben ein Equalizing mit drin, das heißt, jede Frequenz ist jetzt gleich laut, so dass ihr nicht so das Gefühl habt, Mensch, wenn der singt, dann klingt es ja total grell und wenn die Damenstimme singt, dann geht's okay. Bei uns ist jetzt wirklich alles smooth für jeden Frequenzgang. Und dadurch, dass unsere Endstufe hier praktisch jetzt fertig programmiert ist für den Ducato, ich zeige euch gleich, wie man das alles anwendet im Fahrzeug, wie wir uns das gedacht haben. Zudem gibt es jetzt hier tatsächlich noch Drehregler, 2 Stück. Control 1, also unser Drehpotti, ist Linksanschlag, ist der lineare Frequenzgang, also ganz sauber. Und für alle, die Nachrichten zum Beispiel schlecht hören oder viel Hörbücher hören, die habe ich jetzt so eingestellt, dass je weiter ihr diesen Controller 1 aufdreht, umso mehr Mittenanteil drin ist. Das heißt, es klingt für euch gerade im Bassbereich und bei Nachrichten, Hörbücher, wo nur tiefe, sonore Stimmen erzählen, klingt es wesentlich weniger dröhnig, als wenn ich das jetzt ganz normal linear und musikalisch laufen lassen würde. Das heißt, ihr könnt hier selber euch das so einstellen, wie es für euch am besten ist. Und zugegebenermaßen, je älter man wird, umso schwieriger wird diese Sprachverständlichkeit. Deswegen haben wir gerade beim Ducato, es sind ja dann doch auch nicht die ganz jüngsten Leute, wo diese Fahrzeuge fahren, sondern man kommt da schon mit allen Altersklassen in Berührung. Und deswegen haben wir genau diese Funktion hier mit drauf auf Controller 1. Auf Controller 2 könnt ihr jetzt den Subwoofer euch auch anpassen. Wenn es zu viel Bass ist, ein bisschen wegdrehen, ist es zu wenig noch, dann könnt ihr ein bisschen reindrehen. Und dann haben wir noch einen Schalter, den braucht ihr euch jetzt rein theoretisch bei diesem Fahrzeugmodell, also für die DSP6 Ducato, gar nicht merken. Ihr schließt den Subwoofer einfach mit unserem Plug-and-Play-Kabel an, wobei wir jetzt schon beim Thema Plug-and-Play sind, weil die Endstufe ist
dafür gedacht, in Zukunft lauter Lösungen zu bringen, wo man die Endstufe ganz easy zwischen reinstecken kann mit von uns vorgefertigten Kabelkits. Und deswegen ist es jetzt auch Plug and Play. Das heißt, wir haben hier nur Anschlüsse dran, wo wir euch Kabelkits mitgeben, die ihr im ganzen Fahrzeug, also alle Verbindungen, die wir machen müssen, nur noch zum Stecken habt und somit nie ein Kabel durchzwicken müsst oder irgendwie sowas, wo ihr sagt, ich kenne mich jetzt nicht mehr aus. Bei uns schon, ihr braucht das Ganze nur noch stecken und wir haben hier den Kabelkit so vorbereitet, dass im Ducato, also auch Jumper und Boxer übrigens und auch Ducato 8 und 7 ist im Prinzip an der Stelle wirklich alles das Gleiche. Habt ihr in der Regel bei einer Radiovorbereitung, und die meisten Ducatos haben ein Nachrüstradio drin, die haben kein Fiat-Radio drin, die meisten. Die, wo tatsächlich das originale Fiat-Radio drin haben, die brauchen jetzt nochmal einen Zusatzadapterstecker, aber auch jetzt ist alles möglich, dieses Kabelstück in die Stromleitung vom Autoradio mit dazwischen zu docken. Damit haben wir schon die ganze Zuleitung für den Sound und die Zurückleitung zu den Lautsprechern schon erledigt mit diesem Kabelstück. Und wir haben das hier so weit vorbereitet, dass ein Massekabel und ein Pluskabel so weit vorbereitet ist mit Sicherungshalter mit drin, dass das Kabel immer bis zur Batterie Pluspol geht und bis zu dem Massepol ebenfalls unten an der Batterie dran. Wir bauen das Ganze natürlich jetzt auch wieder zusammen ein, damit ihr seht, wie einfach das tatsächlich ist, wie ihr das dann auch nachmachen könnt. Die bereits eingestellten Funktionen, wie ich euch schon erzählt habe, für die ganzen Soundeinstellungen und auch wie das hier alles funktioniert zum Einstellen, das ist auf dieser Endstufe bereits drauf programmiert, fix und fertig, wenn ihr die geliefert bekommt. Ihr braucht euch da also keinen Kopf machen, was ihr irgendwie vielleicht mit dem Laptop machen müsst. Ihr braucht gar nichts machen, einfach nur anstecken und es ist bereits alles fertig vorinstalliert. Noch erwähnenswert ist, dass die Endstufe einen extrem hohen Wirkungsgrad hat. Das heißt, wir haben hier die neueste Technologie drin, dass ihr aus wenig Leistung viel rausholt, was also Eingangsleistung betrifft. Die wird kaum warm und die ist extrem klein. Das heißt, diese wenige Ausgangsleistung, die benötigte Stromaufnahme für die Leistung, was die Endstufe hat, das ist halt auch gerade für autark stehende Wohnmobilisten extrem cool, weil die halt einfach weniger Strom braucht als diese altherkömmlichen Car-Audio-Endstufen, die sehr viel Strom fressen, wenn sie an sind. Ganz im Gegenteil, bei der DSP6 ist es wirklich sehr, sehr gering, was hier als Stromaufnahme zu befürchten ist. Wir haben uns grundsätzlich gedacht, man fängt mit unseren Option die 165 Ducato Lautsprechern erstmal an. Dann könnt ihr erstmal reinschmecken und sagen, wie ist denn dann der Sound? Ihr macht die Türdämmung mit dazu, das ist unser erstes Paket, das ist einfach die Lautsprecher. Wenn ihr dann sagt, ich möchte noch ein bisschen mehr Bass, dann wären wir ja bei der Ergänzung wie im letzten Video mit unseren Subwoofern. Und wenn ihr danach noch das Gefühl habt, Mensch, jetzt will ich es richtig geil haben, dann können wir natürlich auch das Ganze mit unserer DSP6 Ducato ergänzen. Und ich habe vorher nichts falsch gemacht, weil ich einfach mit den Lautsprechern schon angefangen habe und den Subwoofer. Das mag für viele schon völlig ausreichen, aber jetzt einfach zum Schluss noch adaptiv die DSP6 DUC mit dazwischen stecken und anschließen und alles nochmal auf ein Level bringen. Und weil es eben viele von euch gibt, die haben die Lautsprecher schon integriert, gibt es ein Nachrüstset, das heißt dann V1. Da ist dann immer die Endstufe und ein Subwoofer mit drin, also V1 Rock 1 oder V1 Rock 2, je nachdem für welchen Woofer ihr euch entscheidet. Oder dieses Komplettpaket samt Lautsprecher, wenn ihr noch gar nichts gemacht habt, das wäre dann V2, da fangt ihr einfach von null an, baut aber sofort alles ein. Das heißt dann V2 Rock 1 oder V2 Rock 2. So einfach ist eigentlich die ganze Geschichte und jetzt gehen wir ins Auto und bauen alles mal ein. Jetzt zeige ich euch im Fahrzeug mal, wo wir die Endstufe platzieren können, für was wir quasi das Kabel vorbereitet haben, dass ihr das, egal wo ihr das dann platziert, auch das Kabel lang genug ist, um an die Batterie Plus und Minus zu gehen. Also zum einen können wir hier 4 Schrauben aufmachen, dann können wir diese Verblendung hier rausnehmen und dann können wir die Endstufe hinter dieser Verkleidung in diesem Hohlraum hier hinten unterbringen und da stört die 0, da braucht ihr gar nicht viel machen, das Kabel anstecken, also hier unser Hauptverbindungskabel,
und dann das Ganze da hinten rein verfrachten und das Stromkabel und das Audiokabel bis zum Radioschacht hier hinter dem Schacht durchlesen. Wir bauen das auch gleich zusammen ein. Ich mag jetzt gar nicht so viel Zeit daran verplempern. Ich wollte euch jetzt die verschiedenen Positionen zeigen, wo man die Endstufe noch installieren kann. Ein zweiter Punkt wäre tatsächlich hier hinten drinne, also dahinter, hinter der Verkleidung. Die braucht man auch nicht wegmachen, man kann das von der Seite hier reinschieben und entsprechend auch hier drinnen platzieren. Das Kabel für die ganzen Sachen wären immer das gleiche, einmal bis hoch zum Radioschacht, entweder hier runter oder hier rüberlegen, das wäre alles möglich. Und jetzt seht ihr hier, wir haben jetzt hier den Alpine ILX 115 normalerweise drin. Das ist das Teil hier mit dem Bildschirm. Das habe ich jetzt schon mal auf die Seite gemacht, weil es ist jetzt an für sich egal, welches Autoradio ihr drin habt. Die Funktionsweise ist immer die gleiche. Es kommt hier ein ISO-Stecker raus, den wir jetzt hier nur drauf adaptieren. Und jetzt kommt hier, das ist der Anschluss vom Autoradio. Einmal anstecken und ein zweites Mal anstecken. Und jetzt habe ich mich mit meiner Endstufe soundtechnisch schon dazwischen gepackt. Jetzt muss man auch sagen, wir haben den Alpine drin. Das ist das Radio, das meines Erachtens echt einen sehr guten Verstärker-Chip schon drin hat. Also wenn man ohne Verstärker Lautsprecher mit anschließt und auch unseren Subwoofer mit unseren Sitz reinmacht und am Autoradio betreibt, da klingt es echt schon richtig gut. Wer jetzt ein anderes Radio hat, wo vielleicht nicht so viel Dampf auf der Brust hat, der braucht keine Sorgen haben. Sobald ihr die Endstufe dazwischen macht, ist es eingangsseitig egal, ob ihr jetzt ein Radio habt mit viel Leistung oder mit wenig Leistung. Ihr kommt immer auf das schöne Maximum mit der Endstufe, da wo wir immer hinkommen. Zur Anschlussweise ist es so, wir haben die Endstufe dann so adaptiert, hier mit unserem Stecker, dass automatisch die vorderen zwei Lautsprecher mit dieser Adaption jetzt mit der Endstufe laufen und ein weiteres Kabel, das machen wir nachher gleich rein für einen Subwoofer, dann separat zum Subwoofer gelegt werden muss. Die hinteren Lautsprecher, wenn jemand hintere Lautsprecher im Ducato schon drin hat, braucht sich jetzt gar keine Sorgen machen. Die laufen einfach mit, weil die in dem Moment jetzt mit verkabelt sind mit unserem Anschlusskit und ihr braucht da gar nichts tun. Und wer jetzt sagt, das Stromkabel hätte ich jetzt gerne nicht an der Batterie vom Fahrzeug, also die Fahrzeugbatterie, weil ich möchte die auf meiner Aufbaubatterie haben, weil das eben im Stand dann von der Batterie gezogen wird und nicht von der Fahrzeugbatterie. Der kann natürlich jederzeit das Pluskabel nicht auf die Batterie vom Fahrzeug klemmen, sondern zusätzlich, oder was heißt zusätzlich, einfach auf seine Zusatzbatterie, die Aufbaubatterie. Dann ist es im Prinzip gewährleistet, dass die Endstufe hier den Strom zieht und nicht von der Bordbatterie. Das ist aber bei jedem Auto wieder ein bisschen anders. Deswegen haben wir jetzt gesagt, jetzt machen wir einfach mal die Standardverkabelung auf die Bordbatterie drauf, dann läuft alles und jeder, der es eben anders haben möchte, muss halt auch selber schauen, wo kriegt er das Stromkabel auf die Zusatzbatterie mit drauf geklemmt, weil es ist einfach bei jedem Modell anders. In seltenen Fällen, wenn es mit dem Radio harmoniert, ist die Endstufe sogar so klein, dass man die hier in den Hohlraum hier unten mit reinlegen kann und die hier schon komplett verschwindet. Wir bevorzugen aber grundsätzlich die Endstufe hier in dem Eck einzubauen, da geht es hier wirklich niemanden im Weg um und dazu machen wir jetzt diese Blende hier raus und verlegen die Kabel entsprechend so, wie wir sie brauchen. Hier können wir die Wanne rausnehmen. Bevor wir die Endstufe reinmachen, nehmen wir unser Subwoofer-Verlängerungskabel und wir können jetzt hier hinten drinne tatsächlich einmal bis fast ganz hoch durchlangen und unser Subwoofer-Kabel hier unten rausziehen. Wir können jetzt unser Hauptanschlusskabel anstecken und auch gleich unser Subwoofer-Kabel. Wir können die jetzt auch erstmal hier so liegen lassen, weil wir wollen ja eventuell noch Einstellungen vornehmen, was den Ton betrifft und einen Subwoofer von der Pegeleinstellung her. Und wir können jetzt die Endstufe oder die Kabel von der Endstufe weiter Richtung Radio legen. Und dazu können wir den Lüftungsschacht ausklippen. So, den kann man hier nur rausnehmen. Alles no problem.
Und jetzt können wir auch ganz entspannt das Kabel durchziehen bis in den Radioschacht rein. Und natürlich das Powerkabel genauso. Das müssen wir dann durch den Powerschacht Richtung Batterie runterlegen. Das machen wir jetzt zusammen. So, lassen wir hier genügend Kabel übrig. So, lassen wir das mal so. Und jetzt können wir auch unseren Anschluss genauso machen, wie wir es vorher schon hatten. So zwischen reinklemmen. So. Einmal durchverkabelt. So. Und wir müssen jetzt noch schauen, dass wir dieses Pluskabel bis runter legen und da können wir auch schon fast durchlangen. Am besten lässt man von unten eine Taschenlampe liegen, dann sieht man genau, wo man das Kabel durchführen muss, damit es unten schon wieder raushängt und weiter verlegt werden kann. Wenn wir das eine durch haben, können wir das andere automatisch mit durchziehen bis runter. So. Und jetzt können wir den Lüftungsschacht auch schon wieder einsetzen und werden hier soweit vorbereitet. Und jetzt schließen wir da unten das Ganze an der Batterie noch an. Als nächstes kommen wir hier mit dem Kabel ja runter und jetzt können wir hinter die Verkleidung das Kabel legen und zwar bis hier runterziehen. Dann sind wir hier unter dem Teppich drinne oder unter der Bodenverkleidung und können auch hier jetzt einmal das Massekabel anziehen oder anschließen und hier haben wir genügend Luft, um das Stromkabel zu verlegen und bis zum Pluspol zu legen, um dort anzuschrauben. So. Genau. Hier ist dann die Sicherung für die Endstufe, falls da mal was sein sollte am Kabel. Und das können wir jetzt festschrauben. Wer möchte, kann sich noch ein Stück Bitumenband mit dazu bestellen. Das ist nämlich an für sich ganz lässig, um ein Kabel sauber zu verlegen. Wenn wir das jetzt hier zum Beispiel auf den Boden mit drauf machen, das ist ein lösbares Kautschukmaterial. Das können wir nämlich bis daher legen und unser Kabel sauber hier drauf drücken. Dann bleibt es auch da. Und jetzt können wir auch unseren Massepol hier an dem gemeinsamen Massepunkt mit festschrauben. So, damit hat unsere Endstufe Strom. Strom haben wir also jetzt angeschlossen. Jetzt brauchen wir nur noch unser Subwoofer-Kabel, das ja hier unten schon rauskommt, unter diese Verkleidung hier unten runterlegen, bis dahin, wo der Subwoofer kommt. Beziehungsweise, wenn ihr für einen anderen Woofer euch entscheidet, der in der Mittelkonsole liegt, das legt mir hier genauso durch. Aber fangen wir einfach mal an. Eine ist da oben noch drin, die dritte, die dürft ihr nicht vergessen. Dann kann man den Deckel hier schon mal abnehmen. Und jetzt machen wir da unten die 3 Schrauben auch gleich auf. Da ist nur so ein Deckel, den könnt ihr lösen. Und dreht die 3 Kreuzschlitzschrauben auch noch raus. Jetzt können wir unser Subwoofer-Kabel nehmen und in die originalen Halterungen mit reinmachen. Das ist bloß einmal mit dem Schraubenzieher ein bisschen aufgemacht und wieder verriegelt. Und ab hier können wir jetzt das Ganze so ein bisschen hochlupfen, das reicht uns völlig aus, unser Kabel unterhalb dieser Verkleidung rumzulegen. Den Deckel, den hier, den können wir schon mal aushängen. Und jetzt sind wir auch schon hier unten drunter, wo wir hinwollen mit unserem Subwoofer-Kabel, das lang genug ist, um alle Varianten zu fahren. Und jetzt können wir auch die Schrauben wieder reinmachen und das war's. Über die Subwoofer haben wir ja bereits im letzten Video gesprochen, habe ich euch auch schon gezeigt, wie das geht. Deswegen machen wir das jetzt hier im Schnelldurchgang. Der wird hier einfach so einplatziert. Und jetzt können wir hier auch alles wieder zumachen, beziehungsweise auch später hier den Woofer natürlich angesteckt lassen. Das Kabel können wir hier unten drunter verstauen. Und je nachdem, was ihr für Einstellungen in eurem Autoradio vorgenommen habt, was die Frequenzweichen betrifft, stellt es mal bitte wirklich alles auf 0, da kommen wir gleich nochmal dazu. Wir haben ja hier an unserem Terminal für den Subwoofer einen Anschlussstecker, der heißt 0 Grad und einer heißt 180 Grad.
Ich empfehle euch, probiert beide immer aus, bevor ihr dann wirklich alles zumacht, wenn ihr auch gehört habt. Der Platz, wo mehr Bass da ist, ist der richtige. Es gibt hier kein richtig und kein falsch, sondern es ist nur eine 180 Grad Phasendrehung, die wir mit diesem Steckmodul hier machen können. Und das probiert ihr bitte einfach aus. Und dann können wir auch alles wieder zumachen und finishen. Ich baue jetzt mal ganz kurz mein Autoradio jetzt auch wieder rein. Wie ihr euers auch rausgebaut habt, baut ihr das jetzt auch wieder rein. Und wir sehen uns gleich wieder zum Soundcheck. So Leute, einschalten und sofort wohlfühlen. Sound läuft sofort los. Ihr braucht da gar nichts machen. Und ich empfehle euch jetzt von vornherein, macht den Equalizer auf 0, Basshöhen auf 0, keine Frequenzweichen aktivieren und natürlich auch die Fader- und Balance-Einstellungen auf 0 lassen und dann erstmal Musik hören und achtet mal darauf, die Stimme, die jetzt singt. Ich habe das natürlich für euch so richtig eingestellt, es soll ja richtig geil sein. Die Stimme ist hier auf dem Armaturenbrett und zwar als Körper. Diese Damen und Herren singen nun nur noch für sie und das macht jetzt richtig Laune. Wir haben auch eine unglaubliche Dynamik jetzt drin. Aber einen anderen Sound hier rein. Was haben wir dann? Oh oh. Was für Basstiere! Huhu. Also Leute, es ist auch bei leiseren Lautstärken eine größere Dynamik jetzt da, weil natürlich die Endstufe Leistung hat, um genau dieses Klangspektrum abzudecken. Und wir können jetzt tatsächlich einfach auch bei höheren Lautstärken, also das heißt, ihr fahrt schneller und ihr werdet automatisch den Drehregler weiter nach rechts rüber drehen. Und jetzt fängt hier nichts zum Verzerren an bei hohen Lautstärken, weil wir haben Leistung. Und dann haben wir einfach mal glasklarer Sound. Glasklar. Und zwar mit Bass. Also so, dass man wirklich sagen muss, wir sind hier in keiner Diskothek, ja, wobei schon ein bisschen, also es macht richtig Laune, weil man spürt den Bassdruck auch während der Autofahrt, also auch wenn Fahrgeräusche dazukommen. Jetzt habe ich auch bei hohen Geschwindigkeiten einen vollkommen runden Sound. Wie vorhin auch schon erwähnt, jetzt können wir anfangen, die Endstufe, ja, ihr seht die hier, die liegt ja jetzt zumindest mal hier ganz nett oben drauf, bevor wir die wieder da drinnen versenken. Jetzt könnt ihr mit dem Poti hier den Klang für euer Soundsystem entsprechend verändern. Wie ich es vorhin gesagt habe, für Nachrichtensprecher oder so weiter vielleicht besser verständlich. Linksanschlag ist auf jeden Fall linear, so wie wir es jetzt gerade gehört haben, also richtig musikalisch. Und wenn man Rechtsanschlag macht, dann habe ich mehr mittendrin, das heißt eine bessere Verständlichkeit von Sprachen. Das kann ja die Frau auf dem Beifahrersitz während der Fahrt machen. Ihr zieht euch den Sound rein oder die Podcasts, die ihr euch anhört und dreht an dem Regler so lange rum, bis ihr sagt, cool, viel besser für mich. Das ist ja für jeden unterschiedlich. Und der rechte Regler, da kann man den Sound vom Subwoofer noch lauter machen oder leiser, so dass ihr im Prinzip hier am Autoradio alles auf 0 lassen könnt. Und wenn ihr sagt, okay, jetzt habe ich mal einen Sound mit weniger Bass, ja, dann geht er halt in die Basseinstellungen rein und tut insgesamt ein bisschen mehr Bass rein. Und ihr habt sofort Einfluss auf das gesamte Bassgeschehen vom Sound. Und so leicht lässt sich das Ganze jetzt hier integrieren. Und bitte vergesst nicht, egal was ihr am Autoradio einstellt, probiert am Subwoofer die 0 Grad Phase zum Stecken oder mal 180 Grad Phase. Hört euch das einfach an und achtet drauf, wie sauber dieser Punch-Bassschlag da ist. Wenn er weniger wird, dann ist es verkehrt. Wird er mehr, ist es richtig. Jetzt liegt es nur noch an euch, wie gut es im Wohnmobil klingen soll. Ihr könnt euch jetzt da modular nach vorne arbeiten oder gleich das ganze Set kaufen. Wir haben die passenden Videos ja jetzt alle online, dass ihr Stück für Stück das Ganze nachmachen könnt und auch wie ich einen Riesenspaß an dem Sound habt.
und euch einfach nur wohlfühlt und die ganzen Fahrgeräusche ausblenden könnt, weil ihr hier einfach jetzt Dampf drin habt, um das auch entsprechender Lautstärke zu hören. Und natürlich dürft ihr uns in den Kommentaren dieses Videos immer mitteilen, wie ist es bei euch? Habt ihr euch für das Soundsystem entschieden, nur die Lautsprecher einzubauen? Habt ihr das Ganze ergänzt? Könnt ihr das widerspiegeln, was ich euch hier im Video versuche zu zeigen? Habt ihr das jetzt alles mal Probe gehört? Gebt bitte euren Senf dazu, auch wenn Probleme auftauchen, weil dann können wir diese Sachen auch bei uns im Video in Zukunft in die Soundsysteme, die Thematiken mit einarbeiten. Das hilft natürlich auch jedem anderen weiter, der sagt, naja, mein Auto schaut ein bisschen anders aus, ich habe andere Probleme, hey cool, das habt ihr ja schon alles gelöst. Das können wir auf Facebook machen, das können wir auf Instagram machen und natürlich hier auf YouTube. Und ich freue mich, dass ihr auf alle unsere Kanäle uns folgt, wenn ihr das möchtet. Und würde mich freuen, wenn ich euch im nächsten Video wieder begrüßen kann, wenn es entweder um Wohnmobile geht oder wieder einfach ein normaler PKW. Egal was, wir bauen den geilen Sound ein.